Hallo und herzlich willkommen zu Mein Tag in Worten. Heute sprechen wir über meinen Tagesablauf und wie ich meine Zeit plane. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In Mein Tag in Worten gehen wir gemeinsam durch den Alltag und teilen Tipps und Geschichten. Abonniert uns und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Guten Morgen! Stell dir vor, du wachst auf und die Sonne scheint durch dein Fenster. Der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee zieht durch die Wohnung. Ein neuer Tag beginnt, voller Möglichkeiten und Abenteuer. Wie startest du deinen Morgen am liebsten? Ich liebe es, den Tag ruhig zu beginnen. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft tut mir gut und gibt mir Energie. Die Welt scheint noch so friedlich, wenn alles langsam erwacht. Und du, hast du ein besonderes Morgenritual? Ja, ich genieße es, ein paar Minuten Yoga zu machen. Es hilft mir, meinen Körper und Geist zu wecken. Danach fühle ich mich oft viel klarer und bereit für den Tag. Es ist schön, diesen Moment nur für sich selbst zu haben, findest du nicht? Absolut. In der Hektik des Alltags vergisst man oft, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Ein guter Start in den Tag kann wirklich einen Unterschied machen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie wichtig Morgenroutinen sind? Auf jeden Fall. Eine positive Morgenroutine kann den ganzen Tag beeinflussen, ob es ein gutes Frühstück ist oder einfach ein paar Minuten der Stille. Es gibt so viele kleine Dinge, die man für einen guten Start tun kann. Stimmt, manchmal reicht es schon, die Lieblingsmusik zu hören oder ein inspirierendes Buch zu lesen. Das bringt die Gedanken in Schwung und lädt die Batterien auf. Was war das Letzte, das du morgens gelesen hast? Ich habe ein Buch über Achtsamkeit gelesen. Es hat mich daran erinnert, im Moment zu leben und die kleinen Dinge zu schätzen. Gerade morgens, wenn der Tag noch frisch ist, kann man das gut umsetzen. Hast du Erfahrungen mit Achtsamkeit? Ja, ich finde das Thema sehr spannend. Es hilft mir, Stress abzubauen und den Fokus zu behalten. Morgens ein paar Minuten zu meditieren kann Wunder wirken. Es ist erstaunlich, was ein ruhiger Start bewirken kann. Genau. Und es ist wichtig, dass jeder seinen eigenen Rhythmus findet. Manche Menschen sind Frühaufsteher, andere brauchen etwas länger, um in die Gänge zu kommen. Kennst du jemanden, der eher ein Nachtmensch ist? Ja, mein Bruder zum Beispiel. Er ist abends viel produktiver und hat seine besten Ideen, wenn die meisten Menschen schon schlafen. Trotzdem hat er seinen Weg gefunden, den Morgen positiv zu beginnen. Es ist wirklich faszinierend, wie unterschiedlich wir sind. Auf jeden Fall. Und trotz aller Unterschiede haben wir alle die Chance, unseren Tag so zu gestalten, dass er uns gut tut. Hast du noch einen Tipp für unsere Hörer, wie man den Morgen positiv beginnen kann? Ja, ein einfacher Tipp. Nimm dir ein paar Minuten, um dir bewusst zu machen, wofür du dankbar bist. Das kann der Sonnenschein sein oder die Tasse Kaffee, die du gleich trinkst. Dankbarkeit setzt den Ton für den Tag. Nachdem wir nun unsere Morgenroutine gemeistert haben, stellt sich die Frage, wie wir in unseren Arbeitstag starten.
Arbeit nimmt einen großen Teil unseres Lebens ein, und die Art, wie wir sie gestalten, kann unser Wohlbefinden stark beeinflussen. Was denkst du darüber? Ich finde es wichtig, den Arbeitstag strukturiert zu beginnen. Ein klarer Plan hilft mir, den Überblick zu behalten und Prioritäten zu setzen. Hast du auch eine bestimmte Strategie, um produktiv zu sein? Ja, ich mache mir oft morgens eine To-Do-Liste. Es hilft mir, die Aufgaben des Tages im Blick zu behalten und Schritt für Schritt abzuarbeiten. Außerdem gibt es mir ein gutes Gefühl, wenn ich etwas abhaken kann. Wie gehst du mit größeren Projekten um? Größere Projekte teile ich in kleinere, machbare Schritte auf. Das macht sie weniger überwältigend und motiviert mich, dran zu bleiben. Aber manchmal ist es auch wichtig, Pausen einzuplanen. Wie sieht das bei dir aus? Pausen sind entscheidend. Sie geben mir die Möglichkeit, kurz abzuschalten und neue Energie zu tanken. Ein kurzer Spaziergang oder ein Plausch mit Kollegen kann Wunder wirken. Wie gehst du mit Stresssituationen um? In stressigen Momenten versuche ich, ruhig zu bleiben und die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Atemübungen oder ein kurzer Moment der Achtsamkeit können helfen, den Kopf frei zu bekommen. Hast du noch andere Tipps? Kommunikation ist auch sehr wichtig. Offene Gespräche mit Kollegen oder Vorgesetzten über Herausforderungen können viele Probleme lösen. Manchmal sind es Missverständnisse, die Stress verursachen. Wie wichtig ist dir ein gutes Arbeitsumfeld? Ein positives Arbeitsumfeld ist für mich essentiell. Es beeinflusst nicht nur meine Motivation, sondern auch meine Zufriedenheit. Gute Zusammenarbeit und Respekt sind die Basis für eine erfolgreiche Teamarbeit. Wie siehst du das? Genau. Wertschätzung und Unterstützung im Team machen einen großen Unterschied. Wenn man sich wohlfühlt, arbeitet man auch effektiver. Das Homeoffice hat hier vieles verändert. Wie gehst du mit dieser neuen Arbeitsweise um? Im Homeoffice ist es wichtig, eine klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen. Ein fester Arbeitsplatz und regelmäßige Arbeitszeiten helfen mir, den Fokus zu behalten. Hast du auch Erfahrungen mit flexiblen Arbeitsmodellen? Ja, ich schätze die Flexibilität, die sie bieten, aber es erfordert auch Disziplin, um nicht in den Alltagstrott zu verfallen. Sich selbst kleine Ziele zu setzen, kann helfen, motiviert zu bleiben. Was wäre dein Fazit zur Arbeit? Arbeit ist mehr als nur Mittel zum Zweck. Sie kann erfüllend sein, wenn man das richtige Gleichgewicht findet und seine Stärken einsetzt. Wichtig ist, dass man auch die kleinen Erfolge feiert und nicht vergisst, sich selbst zu belohnen. Welche Strategien hast du, um deinen Arbeitstag produktiv und stressfrei zu gestalten? Nach einem produktiven Arbeitstag ist es wichtig, den Nachmittag sinnvoll zu gestalten. Wie verbringst du deine Freizeit, nachdem du deinen Arbeitsplatz verlassen hast? Ich finde, der Nachmittag bietet eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Ein bisschen Sport oder ein Spaziergang helfen mir, die Anspannung des Tages abzubauen. Hast du bestimmte Rituale?
Ja, ich versuche die Balance zwischen notwendigen Erledigungen und Erholung zu finden. Oft mache ich zuerst die Hausarbeit, damit ich den Rest des Tages entspannen kann. Was machst du, wenn du mal keine Lust auf Sport hast? Dann lese ich gerne ein Buch oder höre Musik. Diese kleinen Auszeiten sind wichtig, um nicht nur den Körper, sondern auch den Geist zu entspannen. Wie wichtig ist dir soziale Interaktion am Nachmittag? Sehr wichtig. Treffen mit Freunden oder Familie geben mir Energie. Ein gemeinsames Abendessen oder ein Spaziergang im Park können den Tag wunderbar abrunden. Was ist mit dir? Ich genieße es auch, Zeit mit Freunden zu verbringen. Doch manchmal ist es schön, einfach allein zu sein und die Ruhe zu genießen. Wie findest du die richtige Balance zwischen Pflicht und Erholung? Planung hilft mir dabei. Ich setze mir kleine Ziele für den Nachmittag, zum Beispiel Einkäufe oder Hobbys, und plane auch Zeit für Entspannung ein. Wie gehst du mit unerwarteten Verpflichtungen um? Flexibilität ist da der Schlüssel. Manchmal muss man Prioritäten neu setzen, aber es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen. Hast du Tipps, wie man den Nachmittag stressfrei gestalten kann? Pausen sind auch hier entscheidend. Vielleicht eine Tasse Tee oder ein kurzes Nickerchen. Diese kleinen Momente helfen, die Akkus wieder aufzuladen. Was machst du, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen? Ein ruhiger Abend mit einem Film oder einer Serie entspannt mich. Manchmal koche ich auch gerne, um den Tag abzuschließen. Wie schaffst du es, den Übergang zur Abendruhe zu gestalten? Ein warmes Bad oder eine Meditation helfen mir, den Tag hinter mir zu lassen. Rituale wie diese können den Übergang vom aktiven Tag zur Ruhe der Nacht erleichtern. Machst du dir manchmal Gedanken über den nächsten Tag? Ja, aber ich versuche, den Kopf frei zu halten und nicht zu viel zu planen. Ein kurzer Blick auf den Kalender reicht. Wichtig ist, die Freizeit bewusst zu genießen. Wie empfindest du das? Genau, den Moment zu genießen ist entscheidend. Schließlich ist die Freizeit genauso wichtig wie die Arbeit, um ein ausgewogenes Leben zu führen. Wie verbringst du am liebsten deinen Nachmittag, um die richtige Balance zwischen Pflicht und Entspannung zu finden? Nach einem erfüllten Nachmittag ist es mir wichtig, den Abend ruhig zu gestalten. Welche Rituale hast du, um zur Ruhe zu kommen? Ich beginne meinen Abend oft mit einem heißen Tee. Das hilft mir, langsam den Stress des Tages loszulassen. Hast du auch abendliche Routinen? Ja, nach dem Abendessen lese ich gern ein paar Seiten in einem Buch oder schreibe Tagebuch. Diese Aktivitäten geben mir ein Gefühl von Ruhe und Entspannung. Wie bereitest du dich auf den nächsten Tag vor? Ich mache eine kurze To-Do-Liste für den nächsten Tag. Das gibt mir Struktur und lässt mich entspannter schlafen. Planst du deinen nächsten Tag auch? Ja, aber nicht zu detailliert. Ein grober Plan reicht, um den Kopf frei zu bekommen. Manchmal schreibe ich auch ein paar Gedanken oder Ideen auf, die mir abends in den Sinn kommen. Welche Rolle spielt für dich der Schlaf? Schlaf ist sehr wichtig für mich. Ich versuche, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, um einen festen Rhythmus zu haben. Hast du Tipps für einen besseren Schlaf?
Ein abendlicher Spaziergang an der frischen Luft hilft mir oft besser zu schlafen und ich achte darauf, dass mein Schlafzimmer ruhig und dunkel ist. Welche Rolle spielt Technologie am Abend für dich? Ich versuche, abends auf mein Handy zu verzichten. Stattdessen höre ich lieber beruhigende Musik oder einen Podcast. Wie ist das bei dir? Ähnlich. Ich schalte alle Bildschirme 1 Stunde vor dem Schlafengehen aus. Das hilft mir richtig abzuschalten. Welche Gedanken begleiten dich, wenn du ins Bett gehst? Ich denke an die schönen Momente des Tages und bin dankbar dafür. Das gibt mir ein gutes Gefühl, bevor ich einschlafe. Und du? Ich mache es ähnlich. Positive Gedanken und Dankbarkeit helfen mir, mit einem Lächeln einzuschlafen. Es ist erstaunlich, wie diese kleinen Rituale den Abend verändern können, oder? Ja, absolut. Rituale geben dem Abend Struktur und helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So kann man ausgeglichen den nächsten Tag beginnen. Danke, dass ihr uns durch diese Podcast-Folge begleitet habt. Wir hoffen, unsere Tipps zu Ruhe, Routinen und Schlaf haben euch inspiriert. Teilt doch eure Gedanken zu euren Abendritualen in den Kommentaren. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, wenn euch die Folge gefallen hat. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine neuen Episoden. Bis zum nächsten Mal. Die Balance. Die Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist wichtig. Man muss lernen, seine Zeit gut einzuteilen. Die Anspannung. Nach einem langen Tag kann die Anspannung hoch sein. Entspannungstechniken helfen, die Anspannung zu reduzieren. Die Erledigungen. Ich habe heute viele Erledigungen zu machen. Erledigungen sind notwendig, um den Alltag zu organisieren. Die Flexibilität. Flexibilität ist wichtig, um mit unerwarteten Situationen umzugehen. Ein flexibler Plan hilft, stressige Tage zu meistern. Die Rituale. Abendliche Rituale helfen mir, zur Ruhe zu kommen. Rituale geben dem Tag eine Struktur und Sicherheit.